So, dann geht es so weiter in einem völlig ungewohnten Szenario. Ja, Das Bühnenbild ist so Gänze anders. ja. Die Bühnenbauer haben uns was Neues gezaubert. Ja, aber gewöhnt euch nicht dran, es bleibt nicht so. Nee. Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem Feldpost-Kanal. Peter und ich reden heute über die Zeltbahnen der deutschen Armee im Ersten Weltkrieg. Da gibt es einiges zu erzählen. Eingeführt wurde sie laut Buch mit dem Zeltbesteck 1892 und hatte eine rotbraune Färbung und war aus wasserdichten Baumwollgarn. Vielleicht nochmal so zur Geschichte. Ursprünglich, jetzt zum Beispiel im 18. Jahrhundert oder auch in den napoleonischen Kriegen, war das ja so, dass nicht jeder Soldat ein Zelt mit sich rumgeschleppt hat oder eine Zeltbahn oder so, sondern da sind die Zelte und alles, was eben an Logistik mitgeführt werden musste, eben hinter der Truppe mit der Logistik auf Wagen mit Pferden gezogen worden und die wurden dann eben aufgebaut. Da haben dann eben Zeltgemeinschaften in einem Zelt gepennt sozusagen. Bis es dann irgendwann so weit kam, auch mit dem Kochgeschirr, dass es eben etwas individualisiert wurde, dass jeder Soldat also seinen eigenen Teil dazu beiträgt. Und so auch hier mit der Zeltbahn und dem Zeltgesteck. Da mussten sich dann eben auch trotzdem Zeltgemeinschaften zusammentun, aber die waren etwas kleiner, etwas variabler. Die konnten sich mehr, ja, also man konnte eben schon mit 2 Mann eine kleine Dackelgarage bauen. Genau. Also man brauchte für ein einigermaßen effizientes Zelt 2 Mann. 2 Mann, da waren dann entsprechend auch die Ausrüstung für ein komplettes Zelt dabei. Also 2 Zeltstangen bestehend aus 3 einzelnen Stangengliedern, 2 Zeltbahnen und dann die entsprechenden Heringe. Genau. Und die Abspannschnüre. Genau, und was daran eben so gut war, dass jeder Soldat jetzt sowas mit rumgeschleppt hat, ist, dass wir, können wir auch gleich nochmal ansprechen, dass jeder Soldat dadurch eben auch einen gewissen Wetterschutz hatte. Also man konnte sich das eben, wie man es auch aus dem Zweiten Weltkrieg kennt, als Poncho umbinden. Entfaltet vom Rucksack oder vom Tornister hatte die Zeltbahn das schwarze Band, die schwarze Schnur, die man zum Zeltaufstellen benutzte, mittig eingefädelt in einem Riegelkanal und mit einem kleinen Halsband konnte die Zeltbahn nun im Rücken um den Hals gelegt werden und mit der Zeltschnur in der Hüfte über der Ausrüstung fixiert, von oben noch ein Stück zugeknöpft, war der Wetterschutz fertig. Wichtig zu der Zeltbahn hierzu ist noch zu sagen, es wurde damals eine braune Farbe gewählt aus Tarnzwecken, weil man davon ausging, dass die braune Farbe weniger auffällt als dieses Standard Beige, was dann viele Soldaten hatten. Die Knöpfe waren ganz am Anfang noch aus Aluminium. Und um Aluminium zu sparen, hat man die dann später ausgegeben aus Messing. Genau, das war schon Ende 1914, da hat man schon gesagt, nicht mehr aus Aluminium, so wie in allen Bereichen eigentlich Aluminium eingespart wurde. Richtig. Kochgeschirre, Trinkbecher, Feldflaschen. Na, das war dann alles nur noch aus verzinktem Stahlblech oder eben hier aus Messing. Genau. Aber diese Messingknöpfe und Ösen, die wurden dann auch später dann tatsächlich gegen verzinntes Stahlblech ausgetauscht. Genau, das war dann schon im Frühjahr 1915. Da hat man dann schon wieder gesagt, nee, Buntmetall muss auch eingespart werden. Ja, also verzinntes Stahlblech. Und kurz nach Beginn des Krieges hat man dann schon gesehen, dass diese braune Farbe doch relativ offensichtlich ist. Richtig. Relativ auffällig, weil sie ja auf dem Marsch eben als Marschgepäck oben auf dem Tornister getragen wurde. Und die wurde ja so hoch getragen, dass sie ungefähr auf einer Höhe mit dem Kragen getragen wurde. Genau. Das heißt also, wenn
Soldaten marschieren oder laufen oder sich hinlegen, dann ist sie doch sehr offensichtlich. Es ist sehr prägnant. Ja, genau. Und am 27. August 1914, also wirklich ganz kurz nach Kriegsbeginn, hat das preußische Ministerium schon erlaubt, dass die Zeltbahn unter der Mantelrolle getragen werden durfte. Eben um, Aus Tarnungsgründen. genau, eben um dieses Hellbraun ein wenig abzutarnen. Ne? Also einige von euch kennen das ja schon, wenn das Marschgepäck, also sprich der Tornister mit Mantelrolle getragen wird, dann hat man ja meistens den Mantel und obendrauf ist dann die Zeltbahn und das wurde dann einfach umgedreht. Genau. Zeltbahn nach unten, Mantel nach oben. Genau, ne, eben aus dem Grund, weil eben die preußische Disziplin doch so stark war, da war genau geregelt, was wo getragen werden musste. Richtig. Und die Zeltbahn war immer oben drüber, eben auch aus Nässeschutz, wenn es mal regnet, damit Ja. der Mantel nicht durchnässt wird. Und so, genau, das wurde dann eben auch erlaubt. Und im Oktober desselben Jahres hat man dann einen neuen Stoff erkoren, beziehungsweise eine neue Farbe. Da hat man dann grauen Baumwollstoff erlaubt für die neue Herstellung von neuen Zeltbahnen. Wobei das dann dadurch, dass dieser braune Stoff noch so oft im Depots vorhanden war, hat man das trotzdem nicht neu eingeführt, also so abgelöst sozusagen, sondern man hat gesagt, ja, die neuen werden jetzt aus grauem Stoff hergestellt, aber es werden erst alle braunen Stoffvorräte aufgebraucht. Genau. Na, Deswegen findet man solche Zeltbahnen auch noch bis Ende des Krieges. Genau. Weil es wirklich noch so viel Material da war, also von diesem Stoff, dass die wirklich aufgetragen werden mussten. Also aufgetragen heißt, die wurden so lange benutzt, bis sie nicht mehr benutzbar und irreparabel waren, bevor es dann die feldgraue Zeltbahn gab Richtig, zur Ausgabe. richtig. Und selbst die, die nicht mehr reparabel waren, die hat man dann 1918 zusammengeflickt. Da war es nämlich erlaubt, dass Zeltbahnen aus 3 bis 8 Stoffstücken zusammengenäht werden durften. Ja. Ne, und da hat man dann die wahrscheinlich auch nochmal wiederverwendet. Ne, weil man konnte sich eben aufgrund der wirtschaftlichen Lage nicht leisten, die braunen Vorräte, die man schon hatte, einfach ja, liegen zu lassen oder wegzuschmeißen und neuen grauen Stoff herzustellen. Weil man hat eben nicht mehr viel Baumwollstoff gehabt und musste da eben einsparen. Genau. Später gab es ja dann noch ein Mischmaterial. Das war dann quasi aus 70% Baumwolle und 30% waren so Seidenabfälle. Genau, Kunstseidenabfälle. Richtig. Steht im Buch zumindest. Ich weiß nicht, was genau das für Material ist. Ja, Kunstseide ist ja auch das Material, wo sie dann später die Mützenbänder für die Marine draus gemacht haben. Also es ist quasi ein Stoff, der sich wie Seide anfühlt, aber keine Seide ist. Also wahrscheinlich auch minderwertiger Stoff Ja. dann. Ja. Ja. Dann gibt es zu jeder Zeltbahn natürlich auch noch das Zeltbesteck. Also hat jeder Mann eine Zeltbahn, 3 Zeltflöcke und 3 Heringe, Genau. die auch damals schon Hering genannt wurden, möchte ich nochmal so sagen. Fakt, es wurde Fakt. literarisch bewiesen. Es wurde bewiesen, die wurden auch schon Hering genannt. Genau. Und wie hat man das gemacht? Nur mal so ein ganz grober Abriss. Da hat man eben diese Ösen hier benutzt und hat dann die Zeltleine, die eben auch zu dem Zeltbesteck dazugehörte, die war alles in einer Tasche. Die wurden hier reingeknotet, damit man sozusagen Leinösen hatte. Und in diese Öse wurde dann eben der Hering reingesteckt. Aber da machen wir nochmal ein separates Video zu. Wir machen nochmal ein separates Video zum Zeltaufbau, wie man die Mantelrolle wickelt, Genau, und das Sturmgepäck und sowas. Ne? was ihr alles mit dieser Zeltbahn anstellen könnt. Gut, Vielleicht kann man noch dazu sagen, zu Ende des Krieges, 1917 war das, glaube ich, oder 16 schon, wurde die Zeltleine, die extra dazu mit dabei war und dazu genutzt wurde, um das Zelt eben abzuspannen, die wurde dann auch nicht mehr aus, ich glaube vorher war es Hanf, die wurde dann aus geteertem so Papierstoff hergestellt. Papiergarn, ja. Papiergarn, genau. Und am Ende, damit das eben nicht aufgeht, mit so Blechklammern geschützt. Ja, das war eben auch nochmal eine Sparvariante. Und ja, zusätzlich zu den ganzen eben, dass es eben nicht mehr nur noch aus reiner Baumwolle ist, gefertigt wurde am Ende. Ja, sondern aus Mischgewebe, ja. Genau, also man hat bis zum Ende, wie in allen Bereichen
der Militärvorräte gespart und minderwertiges Material verwendet, ja, um die Kriegsmaschinerie irgendwie noch Ja, aufrechtzuerhalten. in den letzten Zügen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, das war es erstmal soweit grob zur Geschichte. Wie gesagt, Videos zu der Verwendung, Zeltaufbau und so weiter. Machen wir separate Videos, wo wir dann nochmal drauf eingehen, auf bestimmte Feldsituationen und Genau. bestimmte Bauweisen der Zelte. Das machen wir mal, wenn das Wetter schöner ist, weil da sind wir doch ein bisschen wetterabhängig. Ja, Ja. weil wir Mimosen sind. Ja, wir sind aus Zucker. Es ist kalt. Gut, dann reden wir jetzt darüber, wo könnt ihr solche Zeltbahnen kaufen. Da empfiehlt sich meines Erachtens nach immer noch Nestorf am meisten, sowohl für die braune als auch für die graue Zeltbahn. Die bekommt ihr da beide, weil sie da einfach am schönsten verarbeitet ist. Früher gab es mal Schipperfabrik, die gibt es aber schon seit Ewigkeit nicht mehr. Die haben so die besten Zeltbahnen gemacht, da waren die sogar gestempelt. Naja. Oder konnte man sich stempeln lassen. Die Version von Nestorf hat hier in dem Moment die Aluknöpfe, aber das ist, glaube ich, relativ egal. Ob da nun die Aluknöpfe drauf sind, ob da die Messingknöpfe drauf sind oder die Stahlblechknöpfe, das ist wirklich egal. Das beeinträchtigt die Funktion in keinster Weise. Nein, außerdem hat man ja auch die Knöpfe nicht abgemacht. Und, Richtig, Ne, also richtig. es wurden nur die neuen angefertigten, Genau. nur noch aus diesem neuen Stoff dann oder Metall gefertigt. Richtig, und daher ist es natürlich praktisch, wenn sowieso die Aluknöpfe dran sind. Damit macht ihr nämlich nichts falsch. Die waren dann nämlich auf jeden Fall irgendwann mal dran. Ja. Ja, das war die kürzeste Kaufberatung meines Lebens. Ja, Könnt ihr bei Nestorf- Zeltbesteck noch? Zeltbesteck, Nestorf. Also nein, also nicht ganz. Die Zeltstangen, sprich die 3 Stangenelemente, die ihr braucht, um zum Schluss das Zelt in seiner Höhe zu erstellen. Da könnt ihr Wehrmachtsstangen nehmen, aber die Ja. NVA-Stangen, die sind zu lang. Die passen nicht in die Tasche. Ja, minimal ein paar Zentimeter nur zu lang. Ja. Aber im Endeffekt, am Ende des Tages, wenn es nur darum geht, wirklich ein Zelt aufzubauen, könnt ihr auch NVA-Stangen nehmen. Die passen nur lediglich nicht in diese Zeltbestecktasche. Ja. Dann Heringe, müsst ihr mal schauen. Da gehen natürlich die Aluminiumheringe am besten. Die es dann sowohl in der Wehrmacht als auch, ich glaube auch in der NVA gab. Die hatten ja auch noch die mit der Öse. Genau. Wir blenden euch ein Bild von diesem Hering ein, den wir meinen. Das ist dann zwar schon der späte, weil die Holzpflöcke, ich bin mir unsicher, ich glaube, die gibt es als Reproduktion, aber ich weiß nicht genau wo. Sollte ich das bis zum Schnitt dieses Videos herausfinden, dann blende ich das unten ein, wo ihr auch die Holzpflöcke kaufen könnt. Ich bin der Meinung, ich habe die mal gesehen, aber ich möchte mich da jetzt nicht verbindlich auf eine Aussage stützen. Ja, da müsste man dann vielleicht sagen, wenn man eine frühe Darstellung wirklich hundertprozentig korrekt machen möchte, dann müsste man die Holzheringe nehmen. Dann ja. Weil die Metallheringe wurden erst 1915 eingeführt. Allerdings braucht ihr dann einen Kumpel, der das genauso ernst nimmt, weil sonst habt ihr nur ein halbes Zelt. Ja. Daher bietet sich es wirklich an, dann lieber die spätere Variante zu nehmen, weil da findet ihr auch Leute, die mit euch gerne so ein tolles Zelt aufbauen, Ja. Eben. Ja. wo dann heutzutage Stimmt. die Füße rausgucken. Abgesehen davon, ich meine, wenn man wirklich irgendwas Grabenmäßiges machen will, dann braucht man kein Zelt. Meistens nicht. Nee. Was Das- ja auch ein Grund dafür, siehst du, das habe ich vergessen zu sagen, was auch ein Grund dafür ist, dass die Brauen nicht wirklich ganz verschwunden sind, weil das preußische Ministerium hat nämlich den Versuch von der sächsischen Armee, die Braunen zu färben, haben die Preußen abgelehnt. Die haben nämlich gesagt, dass der braune Stoff im Feldgraben im Stellungskrieg sowieso nicht so doll auffällt. Oder dreckig wird. Ja, erstens das und zweitens, wann trägt man das mal? Im Schützengraben hast du meistens nichts wirklich groß an, außer das, was du brauchst. Und die sagten dann auch, wenn es dann wieder zum Stellungskrieg kommen sollte, dann durften sie natürlich den Mantel drüber tragen. Also Ja. es war jetzt keine Notwendigkeit, die zu färben. Und Richtig. das Farbergebnis war auch nicht sehr befriedigend. Von daher, Genau. ja. So, dann nochmal kurz in Summe, wie ich jetzt gelernt habe, wie man das so sagt, wenn man Sachen abschließend Zusammenfassend, behandelt. Zeltbahnen könnt ihr kaufen, Nestorf. Bei Hessen Antik gibt es die auch. Die sind auch nicht schlecht. Ja, also die nehmen sich nicht viel, die haben minimale Farbunterschiede, Genau. aber das liegt alles in dem Spektrum, wie es früher auch war. Und andere Knöpfe. Und ganz andere Knöpfe, echt. Ja, die von Hessen, die sind ein bisschen dünner, die sind nicht so Ach ja. massiv wie die. Okay.
Na gut, sei es drum. Also zumindest die alten. Ich weiß nicht, die ändern ja gerne mal ihr Sortiment. Ich Ja, weiß das nicht, wie es stimmt, jetzt mittlerweile ist. Gut, das ist ja relativ knapp geraten dieses Mal, aber das muss es auch geben. Wir können uns jetzt natürlich noch Fakten ausdenken, aber die wollt ihr nicht hören. Ja, man muss ja nicht ewig um heißen Brei reden. Eben, Zeltbahn. Das ist Zeltbahn. halt so. Ihr kriegt noch mehr Videos, wie wir die aufbauen. Genau, und vor allem das Sturmgepäck, Das was ist auch ja ganz generell wichtig. viele Leute interessiert. Oder die Tornister packen. Ja, Das habt ihr noch nie gesehen. noch nie. Gut, dann würde ich jetzt sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst ein Like, einen Kommentar und ein Abo dalassen, darf ich ja nicht sagen. Schließt ein Abonnement ab dieses Kanals. Das würde uns sehr freuen. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.